am Stand von Megamobil und das ist ein absoluter Hotseller. Es ist nämlich eine Lounge-Sitzgruppe im Fiat Ducato, hätte ich fast gesagt, nein, im Peugeot. Ich grüße dich herzlich, Thomas. Hallo, den kriegt er selbstverständlich auch auf Fiat. Ist so, ja. Das ist jetzt ein Allrad, oder? Nein, das ist jetzt ein frontgetriebenes Auto, Peugeot 165 PS. Ja, was spricht denn für Peugeot? Ja, Peugeot ist Preis-Leistung ein preiswerteres Fahrzeug. Einer, der keine Automatik braucht unbedingt, macht hier das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis. Serienmäßig wieder das Maxi-Chassis, Klimaanlage, E-Fenster, elektrische Spiegel, Lederlenkrad, Lederschaltknauf, das ist bei uns auch Serie, LED-Tagverlicht und Nebelscheinwerfer. Ja, aber das Starke ist natürlich der Innenraum, das sieht man hier und die Leute stehen wirklich Schlange, um hier reinzugucken, denn ihr habt etwas geschafft, was normalerweise gar nicht möglich ist. Ich mogel mich mal ganz kurz hier durch, dass wir mal hinten reinschauen können. Einen ganz kurzen Augenblick, da sind wir und das ist es. Das ist quasi, klemm mich mal auf. Ihr habt ein Hubbett drin, oder? Wir haben ein Hubbett hier drin. Ja. Ihr seht hier, ich habe hier eine Rundsitzgruppe, wir können uns auch gleich vorführen. Der Schlafbereich ist hier hinten dann zwischendrin ein sehr großes Bett. Unglaublich. Das heißt, ihr habt es geschafft, dass das Bett, was man ja tagsüber gar nicht braucht, ja, dass das endlich mal ordentlich verschwindet, oder? Richtig. Und du hast halt ein anderes Raumgefühl für einen Kastenwagen. Relativ viel vorne, geht allerdings zur Lasten der Heckgarage. Aber Tischstühle kriegt ihr hier noch hinten rein. Wir haben hier auch noch ein kleines Staufach, da gibt es auch noch ein bisschen rein. Also ihr müsst euch ein bisschen beschränken mit großen Fahrrädern und sonst was geht hier natürlich nicht. Und ihr habt hier ein Gasfach für eine Gasflasche. Wer Gasheizung haben will, kriegt optional auch noch einen Gastank unter das Auto. So ist das, ja. Die Stehhöhe, das werden wir gleich mal testen. Du bist ein großer Mann, du bist über 1,90, oder? Richtig, 1,92. Warte, ich gehe mal 2,10 Meter Stehhöhe hier drin. Ich gehe mal gerade einen Schritt zurück, dass man das Ganze sieht. Fahrzeuge werden in Slowenien gebaut. Die Bauqualität, da bist du absolut pedantisch. Du sagst, das ist top, oder? Das ist top, ja. Erstes Regal, würde ich sagen, ne? Genau, wenn du mal gerade die Tür mal schließt, dass wir mal hören, wie die klingt, ja, das ist immer schön für mich. Da hört man, was da ist. Wir haben es eben schon gezeigt. Auch die sind ordentlich. Das ist Peugeot, das ist nicht Mercedes. Das Peugeot ist nicht Mercedes. Genau. Nochmal bitte. Nochmal? Ja, bitte. Klingt gut, ne? Also richtig feste. Das Bett. Es muss so klingen, oder? Ja, Also wer die Fahrzeuge kennt von DPD oder so, die klingen anders. die klingen anders, ja, wie eine Sardinenbüchse. Ja, ihr habt einiges gemacht. Das heißt, die ganzen Hohlräume hier sind isoliert. Ja, die Holme sind mit 6 mm Keilflex isoliert, die Türen sind mit 20, Fußboden mit 25 Styrodur und die Decke auch. Und alle Seitenwände bis zur B-Säule vorne. Den gibt es nicht auf Mercedes, oder? Den gibt Grundriss. es als Launch nicht auf Mercedes, der ist zu hoch, niedrig, der Mercedes von der Stehhöhe. So. Ja, da schimpfen viele, die dann sagen, der wird den sofort kaufen, wenn es auf Mercedes, MAN, VW oder so. Aber es spricht einiges für den Fiat Ducato oder den Peugeot Boxer. Erstens, die Maschinen sind unglaublich leistungsfähig und halten ein Leben lang, habe ich das Gefühl, oder? Ja, die Motoren sind bei der vernünftigen Wartung auch sehr langlebig. Also das Fahrzeug ist halt ein Raumwunder, weil es die Schuhkartonplattform hat, sagen wir. Der MAN oder Sprinter laufen oben halt sehr eng zu und dann habe ich halt dieses strohlinienförmige Design und habe dann auch Verlust. Ja, das Raumgefühl in den Fahrzeugen ganz anders, muss man sagen. Das hier ist ganz klar das bessere Fahrzeug. Wenn du bist ja riesengroß, du kommst da ran, mach mal bitte auf, dass wir da mal sehen, was da drin ist. Das ist aber von beiden Seiten zu bedienen. Also Ja. das ist nur, wenn jetzt das Bett hoch ist und ihr auch Kleider hier hinten drin habt, dass ihr auch rankommt, ohne das Bett runterzufahren. Okay, das heißt, von innen käme man dann ran, indem man die Tür aufmacht dann? Ja. Verstehe. Zeigen wir gleich. Können wir gleich mal zeigen. So, dann hast du hier das Hubbett, das kannst du auch von innen dann Ja, runterfahren? jetzt wird es schwierig, ich muss da ein bisschen was umbauen. Nee, das ist der Lichtschalter. Warte. Du kannst es zwar von hier unten, aber es macht jetzt hier nicht so viel Sinn. Gut, das machen wir gleich mal. Dann müssen wir den Tisch und die Polster wegnehmen. Super. Dann sei mal so lieb, mach mal zu, dass wir mal das Raumgefühl drinnen hinkriegen. Dann gehen wir mal rein. Das ist die Optik, die ist im Preis enthalten. Die Folie ist extra. Also die Folie müsst ihr extra bezahlen und den Metallic-Lack. Ist aber schick, oder? Ist schick, ja. Also Graphito Grau mit Folie sieht immer sehr schön aus. Optional gibt es hier auch noch Fenster für den Heckbereich. Farbe bei Peugeot, was gibt es für Farben? Alle Metallic-Lacke, die Peugeot anbietet und Sonderlackierung jeden Rahlton. Also nicht so schlimm wie bei Fiat, ja, die ja mittlerweile im neuen Fiat 8 ja, ich glaube, nur noch 8 Farben haben oder sowas. Ja, das hatten sie aber schon im Vorgängermodell. Keine Metallic-Lacke waren für uns bestellbar. Okay, super. So, machen wir mal schnell zu, dass wir das mal hinkriegen. Ja, sei mal so lieb, dass wir den einmal abschließen. So, wir sind da sofort fertig.
dass wir das mal sehen. Der nächste wird sofort wieder öffnen. Ich zeige mal ganz kurz noch, wenn du mal kurz Zeit hast, Thomas. Ihr habt natürlich eine Dose, da steht TV drauf. Die werden die wenigsten als TV benutzen, aber da ist eine Strom/12-Volt-Dose drin. Das ist sehr praktisch. Das ist ja auch eigentlich der Grund, aber der Hersteller dieser Dosen schreibt immer TV drauf. Was soll's? Gas, Außenanschluss habt ihr dran? Gasaußenanschluss? Ja. Gastank, wird das schon mal gefragt? Ja, wird gefragt, gerade bei dem Auto, weil Dieselheizung momentan ja auch nicht so wirklich lieferbar ist. Einige wollen aber trotzdem Dieselheizung haben, kriegen sie einen Gastank drunter. Wie stark ist der? Zum Beispiel 90 Liter geht das? Das, was ihr haben wollt. Das Geht alles. 22, 92, also Reserveradgröße, ne? So, ich zeig's mal. Also der heißt Mega Lounge 640 und hier sieht man auch die Daten. Wahrscheinlich ist das die Länge, 6,36 Meter. 30, ja. Gut, dann 2 Meter Höhe. Ich guck mal gerade, nee, die Breite sind 2 Meter und fast 3 Meter Höhe. Und ja, ich bin mal sehr, sehr gespannt, wie das Ganze wirkt, wenn mal das Ganze geschlossen ist. Das ist die Ausstattung. Habt ihr natürlich auch alles im Netz, oder? Steht alles, die Ausstattung steht im Netz. Preislisten bitte anfragen, kriegt ihr per Mail zugeschickt oder per Post. Ihr habt, oh ja, Preis von dem nochmal, wie war der? 68, wie er hier steht. 68,4. Echt? Ja, echt. Mit dem Kühlschrank von Vitrifrigo von... So wie er hier ist. Krass. Was ist da? Das ist jetzt bei der, die Küche ist etwas größer als in dem anderen 6 Meter Auto. Das ist die Durchreiche für die untere Schublade. Das könnt ihr auch noch entnehmen. Das ist eine große Schublade. Dass ihr hier auch was rausstellen könnt beim Grillen und nicht immer ins Fahrzeug rein müsst. Ah, hier können wir ein Frühstücksteller. Genau. Und hier Öl, Ketchup, was weiß ich reinstellen. Das ist auch schön gemacht. Ihr habt einen Schwellersauszug, nicht eins zum Rausklappen. Nein, wir haben überall teure Scharniere drin aus dem Küchenbau und nicht die preiswerte Variante. Blumenscharniere sind in den Schränken verbaut und die teuren Scharniere, wie aus einer teuren Küche auch. So, ich zeige es mal ganz kurz. Das ist euer patentiertes Bad, diesmal ganz am Anfang. Das hast du ganz selten bei Kastenwagen. Das haben wir nur im Lounge so, weil da sonst die Sitzgruppe ist. Weil das werden wir gleich mal zeigen. Also der Grundriss, der ist schon phänomenal. Du hast dich auf der Messe ein bisschen umgeschaut. Haben viele Kollegen so einen Grundriss eigentlich? Nein, ich glaube, wir sind momentan in der Qualität mit Rundsitzgruppe so mit die einzigen. So, zeig mal das Bad, bitte, Das ist Jenny. die separate Tür mit der Dusche und der Toilette einmal. Echt Glas oder Plexiglas? Acrylglas. Acrylglas. Das heißt also, dass der Pflegehinweis ist dabei. Ja, der Pflegehinweis kommt, aber zum Putzen kommen wir nicht mit. Aber da hat man Platz, oder? Und ja, man hat Platz und man sitzt etwas höher als bei dem anderen eben. Sehr schön. Das ist echt ein toller Grundriss. Also das gerade mit dem Hubbett, ja, das flasht die Leute. Man kann ja theoretisch dann auch mit 4 Personen schlafen, oder? Wenn man das ein bisschen runterlässt nur, oder? Die Problematik ist, du kannst keine 4 Personen mitnehmen, weil wir keine Gurte für hinten haben. Ja, aber wenn jetzt so Enkel oder so und der Papa bringt die mal für den nahen Urlaub auf dem Campingplatz, das würde gehen, oder? Das geht, 1,93 mal 2 Meter, ne? Krass. Das ist auch wieder ein Fach. Zeig mal. Da ist es. Dann hast du einen Spiegel hier unten. Genau. Hier unten ist auch so ähnlich wie das eben. Ja, ich habe viele italienische Hersteller gesehen. Da ist die Holzverarbeitungsqualität an den Kanten und so weiter sehr fragwürdig. Aber hier stimmt alles. So, man hat so das Messefahrzeug. Die man kriegt, sind auch so schön oder sind die schöner? Selbstverständlich sind die alle so schön. Wir haben immer die gleiche Qualität. Okay. Und zu den anderen will ich mich jetzt nicht äußern. Nee, brauchst du nicht. Wie gesagt, wir haben hier die eigene Tischlerei vor Ort und die ganzen Maschinen, das ist alles bei Megamobil vor Ort und das wird von unserer Tischlerei gebaut. Ich werde auch niemals behaupten, dass also aus Italien nur solche Fahrzeuge kommen. Da kommen auch ganz hervorragende Fahrzeuge, aber manchmal ist das so, dass man noch Schrauben sieht, Sägespäne und andere Sachen. Habe ich schon selber gesehen. Und dann ist natürlich so, wenn so ein Fahrzeug arbeitet, also Frage Luftfeder, geht das hier? Ja, könnt ihr haben. Ihr könnt auch eine 4-Kanal-Luftfederung haben, eine 2-Kanal-Luftfederung. Das ist alles optional bestellbar. Ja, das zahlt sich aus, oder? Eine Luftfeder? Ja, also ich sag mal, diese Autos in dieser Größenordnung mit dem aufwendigen Möbelbau solltet ihr schon auflasten. Und dann ist eine Semiluftfederung hinten schon ratsam. Auflasten heißt was bei Peugeot? Von 3,5 auf 4,25 Tonnen. Wow, also das, ich denke mal, auch mit 2 Personen, wenn man hier fährt, Es wird eng. Das wird eng. Wiegt so 3,3 in der Ausstattung. Also man kann den eigentlich gar nicht fahren, oder? Nein, das macht keinen Sinn, aber ihr seht ja, wir haben hier viel mehr Holz und viel mehr Möbel verbaut als in den anderen. Ja. Also ihr dürft dann maximal 100 fahren, das ist so, in Frankreich 110, das ist so. Viele Länder, wie gesagt, da haben wir Beschränkungen, aber ich kann euch sagen, in Deutschland, da ist auch 107, 108 kein Problem, ja, das ist das, was die fahren. Ich empfehle es nicht natürlich, aber laut Tacho, dann ist man genau bei 100, so ist es.
Nehmt einfach Google Maps raus, dann habt ihr genau die Geschwindigkeit. Viel schneller. Ich glaube, das ist auch der Spritverbrauch. Der steigt fast exponentiell dann. Wie alles, Leistung kostet Geld, ne? In dem Fall Sprit. Krass, was ist das für ein Fach? Für Gläser, oder? Ja, das haben wir jetzt gedacht für Gläser. Also wir haben jetzt den Raum ausgenutzt. Bei uns sind die Möbel ja immer komplett miteinander verbunden, dass hier auch nichts quietscht und knarrt. Da gibt es doch spezielle Könnt ihr Gläser. reinstellen, Bier, Egal was. Flaschen, egal. Dosen passen rein, Ihr ne? könnt auch das also anders haben. Okay, Müsst ihr verstehe. Bescheid sagen. Dann ist da ein großes Fach über dir. Das ist ein großes Staufach. Das muss ja riesig sein. Ich guck mal gerade rein. Schön, wenn du mal kurz mit der Hand mal reinfährst, mit dem. Du kommst gar nicht rein, oder? Von da. Ja, es geht. Das ist schon echt groß. Sehr, sehr gut. Holzfarben, kann man die wählen oder ist es fest? Kann man wählen, ja. Welche? Auch grau, wie wir es eben gesehen haben? Ja, ihr könnt Genau. dieselbe Farbe auch hier in dem Auto haben. Alles, was wir an Hölzern haben, könnt ihr bestellen. Und das ist kostenlos, wie gesagt. Hier ist jetzt Mikrofaseroptik. Jetzt eine Bicolor-Variante. Ihr könnt sie in schwarz und grau, in Stoff. Wir haben so viele Muster da. Ich glaube, der Kollege hat mal ungefähr 500 Kombinationsmöglichkeiten aufgehört. So, dann habt ihr mehrere Hekis, habt ein großes Lüftungsfenster, aber auch hier bei der Auflastung, Klimaanlage fast ein Muss hier, je nachdem, wo man hinfährt. Wenn man ein bisschen Komfort haben möchte, oder? Würde gehen? Also ich sage mal ganz ehrlich, die Autos sind auch so gut isoliert, dass auch theoretisch der Thule oder der Maxwell-Lüfter schon fast ausreicht, um in Ruhe schlafen zu können. Ah, gibt ja Leute, weiß ja, wie es ist. Ja, die Aber sagen es dann, gibt auch 12-Volt-Klimaanlagen. Da müsst ihr mit uns reden, was ihr drin haben wollt. könnt ihr alles machen. So, ich gehe mal gerade einen Schritt zurück. Jetzt stehe ich schon quasi in der guten Stube, aber wir zeigen zunächst mal ganz kurz. Ja, mach mal zu. Ah, stark die Isolierung, weil echt draußen ist es laut. Ruhe, ja. Ja, Und wir haben die Fenster mal auf. stimmt. Ja, und jetzt ist die Tür aufgegangen und auch wieder zu. Und das wollte ich mal zeigen. Das ist übrigens diese Lounge-Sitzgruppe, die du hast, wo du hinten noch so ein kleines Bett hast, wo du da mal so ein Nickerchen machen kannst. Oder sogar eine Person, die vielleicht nicht zu groß ist, die muss gar nicht umbauen. Die könnte sogar hinten schlafen, theoretisch. Ja. Aber das ist wahrscheinlich die Bettverlängerung. Das werden wir gleich mal sehen. Und das ist zunächst mal die Küche. Das sieht aus wie eine kleine Einbauküche hier. Warte, ich setze mich mal gerade hier rein, dann kann ich sie ein bisschen besser aufnehmen. Jetzt geht's, ja. Jetzt sehe ich dich mal komplett. Du, das ist doch kein Kastenwagen hier, Thomas. Das Aber es ist ein anderes Gefühl, oder? ist ein ganz anderes Raumgefühl. Viel Platz auch obenrum und alles. Hammer. Das ist ein Kassenwagen. Cool. Und was ganz krass ist, da draußen ist richtig, schätz mal 90, 95 dB durch die Leute. Hier drin kannst du dich flüsternd unterhalten. Wie habt ihr das denn geschafft? Das ist die Isolierung, das ist bei jedem Auto so. Ist so. Wir haben ja die Dachluken noch auf, das darf man ja nicht vergessen. Wir haben noch nicht komplett geschlossen, die sind Ja. alle offen. Wahnsinn. Das ist echt cool. So, und das ist übrigens, das ist die Face-to-Face-Sitzgruppe, die man drin hat. Da schreit ja jeder nach, wollen alle haben. Und alle haben. Dann oben drüber, du hast doch gar keine Du hast Platzangst. Bettwasser, ne? Genau, wenn du mal kurz reingehst, So. das machen wir gleich mal. Ja, okay. Aber das Raumgefühl hier und dann auch hier dieses Polster, du merkst die Tür gar nicht. Also es macht Sinn, hier keine Fenster zu haben. Ja, du hast dann halt mehr Licht, ne? Also überlappend sind die Türen immer so gefertigt, also so, dass ihr auch da hinten nicht friert, wenn es kalt ist. Wahnsinn, wie still. Damit es nicht zieht. Und Preis nochmal 68. 68. Fahrhaus Klimaanlage dabei. Ja. Und genug Steckdosen habt ihr auch überall versteckt. Länge vom Fahrzeug? 6. 6,36. Wahnsinn. Fühlt sich an, als wäre es ein 8 Meter Fahrzeug fast, ja. Wenn du es jetzt siehst. Und da hinten hast du dann nochmal Staufächer, die drin sind. Du würdest sagen, optimales Zwei-Personen-Fahrzeug, oder? Ja, vor allen Dingen für Wintersportler oder andere Leute, die relativ viel im Auto verbringen wollen oder müssen, wetterbedingt oder kältebedingt. Ist auch ein ganz tolles Außendienstfahrzeug, wenn du so guckst, ja. Wenn du da unterwegs bist zum Beispiel Handwerker oder so, auf Montage. Selbst Mobile Office haben wir hier schon eingebaut, also mit Computeranlage. Also der ist jetzt kein Fernseher dran, deswegen ist es schwer. Mit Monitor hier bis 22 Zoll, sodass du hier arbeiten kannst. So, Shenny, wenn du mal gerade hier Ja? auf meine Seite mal gerade kommst, wir tauschen mal gerade, Okay. dann zeige ich mal gerade diesen tollen Kühlschrank, der nicht zu den günstigsten gehört, aber eines der besten Gefriersysteme wirklich am Markt darstellt. Ein Kompressorkühlschrank von Vitrifrigo mit extra Getränke. Getränkeschublade. Echt? Ja. Hammer. Wow, Der ist nicht sehr, der ist optional. der ist optional. Aber ein Preis hier mit enthalten, den du gesagt hast. enthalten, Ja. Wenn du die fährst, klappern, wie ist es damit?
Weil es ist im Moment, du hörst ja nichts. Nein, es klappert nicht, nur das, was verkehrt verpackt worden ist. Ja. Ist der Möbelbau, der ist ja oben mit der Decke nicht verbunden, der ist ja frei, oder nehme ich an, dass der auch schwingen kann? Das ist so eine Konstruktion, dass die Möbel theoretisch auch ohne Auto jetzt draußen stehen können, ohne Auto. Okay. Weil wir haben hier einen ringsherum geschlossenen Rahmen. Wir sind alle miteinander verbunden. So, und jetzt kommt die Metamorphose. Ich zeige nochmal hier den Bereich. Das muss man wirklich mal wirken lassen, der da ist. So, jetzt setz dich mal bitte in die Ecke. Ich gehe jetzt mal ganz weit zurück und zeige jetzt mal das Startfoto, was wir machen werden. Weil das ist wahrscheinlich das Foto durch die Blickachse, die du hast vom Beifahrersitz, auf den ich jetzt hier sitze, bis ganz weit rein. Das hast du bei keinem anderen, oder? Nein, dadurch, dass wir jetzt halt die Heckgarage genutzt haben, hast du hier extrem viel Platz, auch im vorderen Bereich. Warum machen das nicht alle so? Das ist doch wirklich ein Hammer. Ja gut, die Idee hat ein Kollege gehabt und ich finde, sie ist richtig gut geworden. Aber es ist halt auch viel Aufwand. Also das Auto zu bauen, kostet uns im Werk schon weitaus mehr Zeit als die anderen Fahrzeuge. Eben wegen dem aufwendigen Möbelbau. Sehr schön. So, dann fahr mal bitte das Hubbett runter. Du kommst mal bitte raus, Jenny. Nicht, dass wir dich erdrücken. Etwas runter. Aber es würde gehen. Man kann es ja an jeder Position kann man es ja arretieren, gell? Ja, kannst du, aber dann ist das Bett halt nicht ganz so lang. Ne? Also Ja. Den Tisch kannst du auch verschieben in alle Richtungen, dass du besser einsteigen kannst, weil hier gucken kannst. Okay, das heißt, der lässt sich runterfahren. Ja. Jetzt in Zukunft auch elektrisch gehen. Cool. Cool. So, die zwei Polster. Mal kurz. Jetzt wird es ein bisschen eng. Seitenkisten packen. Wir sparen uns das jetzt mal. Ne? Die Leute stehen auch bestimmt hier. Thomas, wenn du mal gerade ein Stückchen rüber gehst, dass ich mal gut filmen kann. Warte mal, jetzt, genau. Wow. Dahinter nochmal Schränke versteckt für den Bereich, was man morgens braucht. Das sind eigentlich die Schränke für den Wohnbereich. Da müsst ihr auf den Knopf gedrückt halten, ihr braucht es noch nicht zu erschrecken, weil die Gurte können wir zur Seite einhängen. Ach, die kommen weiter raus jetzt. Ja. Dann nimmt er die Kissen raus. Okay. Dann nimmt er die hier einhängen. Boah, auf was für Ideen man immer kommen muss. Ja, wir wollen ja genug Platz haben, ne? Weil die Bänder sind ja an dem Weg. Lass mal so, oder brauchst du die auch noch? Sollen wir die auch einhängen? Ja, häng mal rein. Also für das Raumgefühl, Hier drunter habt ihr natürlich die Stauräume für die Kissen versteckt, ne? sag mal. Also fürs Bettzeug und so. Ne, auch für die Teile, wenn ihr die weg haben wollt, tagsüber. Oder ihr stellt da was anderes rein, eure Flaschen für den Kühlschrank oder was weiß ich was. Mhm. Soll er den einen oder anderen Weintrinker im Urlaub geben, der Nachschub braucht? Boah, es ist so leise hier. Ja, ich bin sprachlos. Wahnsinn. Es ist so So, groß. jetzt filme ich mal drauf. Also machen wir das mal ein bisschen noch schicker, ne? So. Sieht Betten- so besser aus? Ja, sieht super aus. Bettmaße hier? 2 Meter mal 1,93 circa. Im Kastenwagen. Oh mein Gott. 2 Meter Shenny. Geh mal kurz drauf. Pass mit den Füßen auf. Ja. Aber Ist auch die Trittschublade hier auch noch raus. das ist die... Achso, ihr habt eine Trittstufe. Achso, ja. Okay. Die ist da unten drin. Oh, wow. So, das geht einmal komplett. Jetzt liegt man ja nicht so, aber es würde gehen. Du kannst also längs, quer schlafen, egal. Egal. Meinetwegen kannst du auch mit mehreren Leuten drauf schlafen, wie du schon gesagt hast. Sag mal, wenn die Leute jetzt ein Kleinkind haben, man kriegt ja keinen dritten Sitzplatz, oder? Ne, leider noch nicht. Vielleicht haben wir da noch eine Idee, aber momentan nicht. Dass man vielleicht Fahrerhaus mit einer anderen Sitzbank kriegt oder so, ja. Das können wir. Wir sind am Überlegen, aber momentan können wir es leider noch nicht machen. Aber als Zwei-Personen-Fahrzeug schon genial, oder? Ja, 2 Pano auf jeden Fall. Wie gesagt, für Winterabende und sonst was, wo du viel im Auto bist, hast du natürlich hier schon mehr Raumgefühl. Ne? So, bitte einmal stillhalten. Die Beine mal zur Seite, das wird das Startfoto. Jenny muss mir helfen. Genau, wenn ich mal hinsetze, so bitte, so halb. So, das ist cool. Und jetzt einmal so die Beine zur Seite. Sehr schön. Einmal so, ja, das ist cool, ey. Das zeigt mal so richtig den Raum, den wir hier drin haben. Also mich hast du überzeugt, wenn jetzt noch ein Kleiderschrank da wäre. Habt ihr einen? Ja, wir können ja auch hier draus einen kleinen Kleiderschrank bauen. Da sind jetzt Fächer drin. Du kannst ja was anderes reinmachen, den kannst du rausnehmen. Gut, das heißt T-Shirts und so, die kann man hängend aufhängen. Da hinten braucht er jetzt, das Fach könnt ihr jetzt mit draufdrücken, auch von innen öffnen. Mhm. Und die anderen auch draufdrücken. So, und die Bänder sind natürlich genau an der Stelle, dass die Fächer aufgehen.
Das hätte jetzt noch gefehlt, oder? Dass die jetzt nicht aufgehen. So, dann hier noch zwei Flammenkocher haben wir hier. Plus, genau. Spaghetti-Spülbecken, wie sie alle sagen. Aber ich finde das cool, wenn mal was daneben geht, kannst du es abwischen direkt. Genau, das ist unser Standardspülbecken für die anderen Kastenwagen. So, ich bin, Kleiderstange habt ihr noch hier, die ist auch ein bisschen klein. sag mal bitte, Kleiderstange, also für Jacken und so. Ja, wenn ein Fahrer, oh, Vorsicht, Nichts passiert. Da ist es. beleuchtet. Und hier hast du nochmal die Dusche. Ja, ihr dürft aufmachen. Das ist Wahnsinn. Auch noch ein bisschen mehr. Also wir haben versucht, jedes Stück auszunutzen, um irgendwas, alles unterzukriegen. So, und das ist Cockpit, wo es da ist. Jetzt wollen die Leute ja... Und Lieferzeit von dem Fahrzeug? Ja, momentan leider 18 Monate bei dem Auto. Trotzdem, es lohnt sich. Also wenn jemand einen Grundriss sucht für, ich sag mal, moderates Geld in einer tollen Verarbeitungsqualität, dann glaube ich, sollte man mal bei euch vorbeikommen, oder? Es ist halt ein besonderer Kastenwagen, wie du festgestellt hast. Ja, ich filme auch nicht alles. Ich habe dich ja gefragt, habt ihr was Besonderes? Da hast du gesagt, ja, unsere Lounge-Sitzgruppe. Und dann hast du gesagt, wir müssen nur noch die Leute aus dem Auto rauskriegen. Die standen in der Schlange, hast du ja gesehen, ne? Danke, komm. Komm, wir gehen raus. Die drängen alle wieder rein. Jetzt sind wir fertig. Ja, Thomas, sag mal deinen vollen Namen bitte. Thomas Schüler. Aus Schüler? Lübeck. Wir Schüler in der Schule, ne? Sehr schön. Ja, du bist aus Lübeck. Du bist einer der, ich sag mal, tollen Mega-Mobilpartner, die hier da sind. Wir sind auf dem Caravan-Salon, dem 60. Und das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Fahrzeug mit so viel Raum, dass man dann vielleicht dann nur noch überlegen muss, wird es ein Fiat Ducato mit Automatikgetriebe, mit 9-Gang ZF oder wird es dann halt ein Peugeot Boxer, ja? Eure Entscheidung. Besucht uns einfach. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss. Wie sieht die Urlaub?